Heute beginnt eine außergewöhnliche Reise. Diese Reise führt uns in den Nahen Osten, und zwar nach Saudi-Arabien. Vor unserer kleinen Pilgerfahrt begaben wir uns in die zweitheiligste Stadt im Islam, und zwar nach Medina. Die Aufregung und Vorfreude ist groß. Noch nie waren wir an so einem heiligen Ort. Ich freue mich auf das, was auf uns zukommt. Jetzt geht's endlich los, auf dem Weg nach Jeddah, von Jeddah nach Medina. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. Nach etwa 10 Stunden kamen wir in Medina an. Angekommen in Medina, fast seit 24 Stunden unterwegs, aber endlich sind wir in Medina angekommen. Jetzt geht's zum Bus, dann fahren wir ins Hotel. Es ging schon los, jeder war bereit, jeder hatte eigene Ziele, die er sich gesetzt hat. Die Leute, die hier kommen, manche haben keine Toilette zu Hause, manche haben keinen richtigen Zugang zum Essen, Trinken. Du sollst geduldig sein, du sollst hier ein Ziel hier einsetzen. Was ist dein Ziel? Warum bist du hierher gekommen? Wir befinden uns gerade in der Prophetenmoschee. Die Menschen eifern hier schon zum Gebet. Medina ist die zweitheiligste Stadt im Islam. Sie liegt rund 400 Kilometer nördlich von Mekka, der heiligsten Stadt im Islam. Dort befindet sich die zweitheiligste und zweitgrößte Moschee im Islam, und zwar die Prophetenmoschee Masjid an-Nabawi. Fast rund 800.000 Menschen, wenn nicht sogar mehr. Die Moschee wurde vom Propheten Mohammed selbst erbaut. In Medina wurde ihm zugehört und er konnte seine Botschaft verbreiten. Diese Offenheit kann man auch heute noch in Medina spüren. Heute reisen immer noch viele Muslime nach Medina. Sie wollen sehen, wo Mohammed gelebt hat, und besuchen die große Moschee, in der er auch später beerdigt wurde. Das Grab erkennt man an der grünen Kuppel, dort drunter ist der Prophet Mohammed begraben. Hier war alles anders. Wir begaben uns in unsere neue Kleidung und folgten der Routine des Propheten. Es ist ungewohnt so rumzulaufen, aber jeder läuft hier so rum. Es ist so groß hier, unglaublich. Unser Tagesablauf war sehr speziell und sehr besonders. Wir haben uns vorgenommen, jedes Gebet in der Prophetenmoschee zu verrichten. Dafür nehmen wir erst die Gebetswaschung und begeben uns anschließend in das Gebetshaus. Auch bietet die Moschee viele Möglichkeiten, Wasser zu trinken und sich abzukühlen, da die Hitze dort sehr stark ist. Die Moschee ist voll von Muslimen aus aller Welt. Trotzdem ist Medina ein sehr ruhiger Ort, wo man zu sich finden kann und nicht mit Stress konfrontiert wird. Das Faszinierende an dieser Stadt ist vor allem das Lächeln, die Hilfsbereitschaft und die Brüderlichkeit, die hier einem entgegengebracht wird. Assalamu alaikum. Man verrichtet dort seine Gebete, hier lernen Kinder den Koran. Manche schlafen sogar dort, auch wir haben eine Nacht dort geschlafen. Dieser Vibe, den es hier gibt, habe ich schon nie gesehen. Aber neben den ganzen schönen Dingen gab es auch Dinge, die uns sehr unter die Haut gingen. Im Al-Baqiyya-Friedhof werden täglich viele Menschen beerdigt. Nach jedem Gebet wird ein Todesgebet verrichtet. Es ist schon Routine geworden, dass nach jedem Gebet Menschen beerdigt werden. Auch wir haben diese Todeszeremonien hautnah miterlebt. Wir haben geholfen beim Gräbertragen, wir haben geholfen beim Leichenbeerdigen. Und ich sage euch wirklich, sowas prägt einen und bringt einen zurück auf den Boden der Tatsachen. Ich komme gerade von einer Beerdigung. Dieses Gefühl, wenn man dabei ist, wie einer, du siehst einfach einen im Leichentuch, der ist gerade tot, hat diese Welt verlassen. Also das ist etwas Unglaubliches. Medina war kein gewöhnliches Reiseziel, wie wir es sonst gewohnt sind. Dinge, die wir dort gelernt haben, können wir auch heute noch auf unser Leben übertragen, wie Geduld, Ruhe und Disziplin. Unser Ziel war es, euch einen Einblick in diese spirituelle Reise zu geben. Wir hoffen, dieses Video hat euch gefallen und seid gespannt auf mehr.